Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Pure Morning Session. Mein Name ist Swantje und ich freue mich riesig, dass du heute mit mir auf die Matte kommst zum gemeinsamen Landen und Einchecken mit uns selbst. Und zuallererst schau einmal, dass du für heute 2 Blöcke oder einen Block da hast, vielleicht auch ein dickes Buch oder sonst ein großes Sofakissen, das geht auch. Irgendetwas, was du als Unterstützung zum drauf ablegen nutzen kannst. Hol dir das gerne einmal, wenn du es noch nicht da hast. Und dann komm hier auf deine Matte, finde in deinen aufrechten Sitz. Vielleicht sitzt du im Schneidersitz, vielleicht im Fersensitz. Egal wie du sitzt, schau mal, dass dein unterer Rücken richtig schön lang bleiben kann. Und dann nimm gerne noch einmal das Muskelfleisch unter deinem Gesäß so ein bisschen nach hinten weg, dass deine Sitzbeinhöcker sich gut erden können. Lass deine Wirbelsäule sich von deinem stabilen Sitz aus nach oben schieben, in die Länge ziehen. Nimm mit deinem Einatmen deine Schultern weit über vorne zu deinen Ohren hoch. Und mit dem Ausatmen lass sie nach hinten sinken. Noch einmal so tief ein über vorne. Und ausatmen, lass deine Schultern, deinen Rücken herabgleiten, finde einen angenehmen Platz für deine Hände auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß. Und wenn es sich für dich stimmig und gut anfühlt, dann lade ich dich hier dazu ein, sanft deine Augen zu schließen oder deinen Blick weich werden zu lassen und auf die Erde vor dir fallen zu lassen. Und um hier heute zu landen in unserer gemeinsamen Zeit auf der Matte, lass uns 3 tiefe Atemzüge nehmen. Atme tief, tief ein durch deine Nase, füll deinen Bauch, deinen Brustkorb, deine gesamte Lunge mit neuer Luft. Atme lösend aus über deinen geöffneten Mund, gern mit Geräusch, mit Seufzen. Tief ein durch deine Nase. Atme lösend aus. Noch einmal so tief, tief ein. Saug noch ein wenig mehr Luft ein. Und noch ein wenig mehr. Und dann halte hier für einen Moment am höchsten Punkt deines Einatems. Erlaube deiner Muskulatur weich zu werden. Bauch löst sich sanft nach vorne. Beckenboden entspannt. Schultern, Stirn, Kiefer gelöst. Für noch 3, 2, 1. Atme lösend aus. Und dann lass deinen Atem für den Moment zu seinem natürlichen Rhythmus zurückfinden. Gleichmäßig und ruhig ein- und aus durch deine Nase. Nimm einmal wahr, wie bist du gerade hier? Wo kannst du die Auflagepunkte deines Körpers auf der Erde spüren? Den Kontakt deines Körpers zur Unterlage. Wo kannst du die Luft auf deiner Haut spüren? Deine Haut als natürliche Abgrenzung deines Seins, deiner physischen Form gegen die dich umgebende Umwelt. Welche Geräusche kannst du wahrnehmen, dort wo du jetzt gerade auf der Matte oder auf der Erde sitzt? Und dann bring deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit von den Geräuschen, den Wahrnehmungen im Außen mehr und mehr zu dir, mehr und mehr nach innen, zu deinem Atem. Schau mal, welche Geräusche dein Körper vielleicht gerade macht. Vielleicht hörst du das Geräusch, das der Stoff auf deiner Haut beim Atmen produziert. Vielleicht gluckert dein Bauch. Vielleicht hörst du deinen Atem oder deinen Herzschlag.
Und schau mal, wie bist du heute hier? Was ist jetzt gerade ganz spürbar, ganz lebendig in dir? Dann bring von hier einmal eine Hand auf deinen Brustkorb in die Mitte deiner Brust, auf dein Herz, eine Hand auf deinen unteren Bauch. Und dann beginnen die nächsten Atemzüge ganz bewusst deinen Atem bis tief in deinen Unterbauch, bis in deinen Schoß hineinzuschicken, bis in deinen Sitz. Mit dem Ausatmen ein vollständiges Ausatmen. Einatmen, spür, wie deine Bauchdecke sich nach vorne wölbt, deine Hand nach vorne schiebt. Und mit dem Ausatmen Hand und Nabel Richtung Wirbelsäule zurückfallen. Mach das in deinem Atemrhythmus noch für ein paar Momente. Nimm wahr, wie deine untere Hand sich langsam und gleichmäßig von dir wegbewegt und wieder zu dir ran. Während du mit deiner oberen Hand vielleicht deinen Herzschlag spüren kannst, aber keine Bewegung oder nur eine winzig, winzig kleine. Noch 3 tiefe Atemzüge so. Im nächsten Ausatmen lass deine Hände Richtung Erde sinken und einatmend für die Arme über die Seiten, über deinen Kopf, bis sich Fingerkuppen und Handflächen über dir berühren. Und ausatmen mit sanftem Druck, zieh deine Hände vor dein Brustbein, vor dein Herz ins Anjali Mudra. Schieb deinen Oberkörper, dein Brustbein gegen deine Daumen, lass deine Schultern noch einmal sinken. Nimm Kontakt zu dir selber auf. Und vielleicht ist da ein Wunsch, eine Intention, eine Qualität, die du heute in deine Praxis einladen möchtest. Vielleicht auch in deinen Alltag. Dann nimm dir diese hier. Für mich ist es heute, ich nehme mir Zeit und Raum und erlaube mir Pausen, um gut für mich zu sorgen. Vielleicht ist das auch mit dir stimmig, vielleicht hast du einen anderen Fokus heute. Und dann atme hier noch einmal tief ein in deinen Herzraum. Füll diese Intention, diesen Fokus mit Leben, mit Prana. Atme lösend aus. Lass die Hände vor dir in die Erde sinken. Roll dich über deine Knie nach vorne in einen Vierfüßlerstand. Bring dir gerne etwas Weiches unter deine Knie zum Unterlegen, dass du ein wenig Polsterung hast, wenn du das möchtest. Bring die Hände einmal unter deine Schultern, Finger schön aufgefächert, Knie unter deine Hüften. Und dann lass mit dem Einatmen deine Vorderseite sich aufdehnen, dein Bauch sinkt Richtung Erde, dein Brustkorb zwischen den Armen nach vorne durch. Und ausatmen, runde deinen Rücken, schieb dich aus Händen und Knien raus. Einatmen. Dein Bauch sinkt, deine Vorderseite dehnt sich, du schaust nach vorn. Und ausatmen, beim Steißbein beginnend rundest du, saugst sanft den Nabel zur Wirbelsäule ran, schaust zum Nabel. Mach das in deinem Atemrhythmus noch ein paar Mal.
Dann atme ein, lass den Bauch sinken, schau nach vorne. Und ausatmen, stülp einmal die Zehen, unterschieb dein Gesäß Richtung Fersen. Und dann löst langsam die Knie von der Matte, heb langsam deinen Po Richtung Decke. Lass die Knie noch satt gebeugt. Press gut in deine Hände, komplette Handfläche, die Fingerkuppen, alle gut geerdet. Und wenn dein Steißbein nicht länger nach oben kommen kann, wenn dein Rücken ganz lang ist, dann kannst du langsam beginnen, deine Fersen Richtung Erde sinken zu lassen. Vielleicht beugst du abwechselnd das rechte und linke Knie. Du beginnst deinen herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana, hier auszulaufen. Vielleicht genießt du heute aber auch deinen Hund in der Stille. Und egal wo du bist, nimm dir hier noch einmal 5 tiefe Atemzüge, tief in deinen Bauch hinein und vollständig lösend aus. Lass den Nabel sich zur Wirbelsäule dann heranziehen. Blick geht nach hinten zwischen deinen Füßen durch, Nacken entspannt, vielleicht drehst du auch nochmal deinen Kopf von links nach rechts, schüttelst ihn nochmal in einer Ja-Bewegung. Jederzeit mit dem Ausatmen, gerne über den Mund seufzend ausatmen, wenn dir das gut tut. Lass Raum zwischen Schultern und Ohren. Und dann atme hier ein. Und mit ganz kleinen Schritten beginnst du nach vorne zum Anfang deiner Matte zu wandern. Schau mal, dass du von der Ferse beginnend deine Fußsohle abrollst. Langsam. Knie so weit gebeugt, wie du es brauchst. Und dann lande am Anfang deiner Matte in einer Vorwärtsbeuge. Hüftbreiter Stand. Greif dir gerne einmal die gegenüberliegenden Ellenbogen, beug die Knie noch ein bisschen mehr, sodass vielleicht dein Oberkörper, dein Brustkorb die Knie bzw. die Oberschenkel berührt. Und lass deinen Kopf nochmal locker hängen. Vielleicht schaukelst du ein bisschen von vorne nach hinten. Vielleicht von Seite zu Seite. Atme weiter tief, gerne im Meeresrauschen atmen. Ujjayi. Ich verlinke die Praxis dazu noch einmal. Ich habe eine Pure Morning Session, wo wir da nochmal ganz ins Detail reingehen, wie du den gut praktizieren kannst, den Meeresrauschenatem. Und dann atme aus, lass deine Hände wieder Richtung Erde sinken und einatmend, lass deine Hände deine Schienbeine finden oder deine Oberschenkel, Fingerspitzen zeigen nach unten, gerader Rücken, zieh einmal die Schulterblätter zusammen, atme hier weiter in dieser halben Vorwärtsbeuge. Dein Nacken ist lang, Blick gerade nach unten. Zieh noch einmal die Schultern von den Ohren weg, Ellenbogen nah am Brustkorb, an den Flanken deines Oberkörpers. Atme hier noch einmal tief ein. Und ausatmen, beug die Knie wieder, lass dich zurück in die Vorwärtsbeuge sinken. Noch zweimal so einatmend, halbe Vorwärtsbeuge, Länge im Rücken. Zieh den Nabel sanft zur Wirbelsäule ran. Und ausatmend, mit weichen Knien fließt du wieder nach unten. Einatmend, halbe Vorwärtsbeuge, deine Variante. Und ausatmen, lass dich nach unten sinken. Diesmal einatmen, halbe Vorwärtsbeuge und wander dann mit deinen Füßen Ferse C einmal mattenweit, sodass die Fersen nach innen gedreht sind, die Zehen nach außen. Ich drehe mich einmal, damit ihr besser gucken könnt. Und dann lässt du dich mit dem Ausatmen in diese Hocke sinken. Landest hier in der yogischen Hocke. Du kannst dir einen Block nehmen, dich auf den Block setzen, bringst die Ellenbogen einmal in die Innenseiten deiner Knie, lässt deine Unterarme parallel zur Erde werden und schiebst mit gleichmäßigem Druck deine Ellenbogen in die Innenseiten deiner Oberschenkel und die Oberschenkel zurück gegen deine Ellenbogen. Zieh nochmal die Schulterblätter zusammen, Schultern weg von deinen Ohren.
Nimm dir hier noch 2, 3 Atemzüge. Vielleicht berühren deine Fersen die Erde. Vielleicht sind sie auch in der Luft, das ist völlig fein. Wenn sie in der Luft sind, kannst du dir auch eine zusammengerollte Decke unter sie schieben. Und dann atme hier aus. Lass deine linke Hand außerhalb deines linken Beines in die Erde kommen. Der Arm ist immer noch auf der Innenseite von deinem linken Oberschenkel. Und einatmen, rechter Arm geht weit nach hinten zurück. Du schaust deiner rechten Hand hinterher. Öffnest hier. Wenn es in deiner Praxis ist, kannst du auch binden. Die linke Hand greift dann das rechte Handgelenk oder die rechte Hand. Noch ein Atemzug hier ein und ausatmen. Du kommst wieder nach vorne. Rechte Hand in die Innenseite deines rechten Beins und einatmen. Der linke Arm geht weit nach hinten. Bei mir ist die Wand im Weg, sonst würde ich den Arm noch weiter nach hinten strecken. Auch hier die Möglichkeit für 3 Atemzüge zu binden. Alles nur eine Option, kein Muss. Und dann atme hier ein und ausatme, dreh dich wieder zur Mitte auf. Bring noch einmal die Ellenbogen in die Innenseiten deiner Knie, richte dich auf. Und ausatmen, löse, bring die Hände hinter dich, setz dich auf, deinen Po zurück. Und bring einmal deine Füße, deine Beine in eine weite Grätsche. Nimm dir deinen Block, deine Blöcke, dein Sofakissen, was auch immer du jetzt gerade hast. Und bring sie einmal auf die Innenseite von deinem rechten Bein. Und dann atmest du ein, hebst die Arme über vorne. Und ausatmen mit geradem Rücken, lehnst du dich nach vorne, ziehst die Zehenspitzen nochmal zu dir ran und lässt die Hände vor dir in die Erde kommen. Schiebst dich mit den Händen nochmal in deinen Sitz zurück, lässt die Schultern, deinen Rücken herabgleiten, bleibst lang in der Wirbelsäule. Und wenn da viel Raum ist, kannst du auch auf die Unterarme kommen. Aber sonst bleib für den ersten Moment gerne hier. Atme ein und aus. Und dann mit dem nächsten Einatmen lässt du deinen rechten Unterarm auf deine Blöcke oder aufs Kissen kommen. Und der linke Arm kommt über die Seite, über dich rüber. Du drehst deinen Brustkorb nach vorne auf und die Achselhöhle möchte sich nach oben zur Decke aufdrehen. Und vielleicht schaust du hier Richtung Decke. Bleib hier ein paar Atemzüge. Lass die linke Gesäßhälfte nochmal richtig in die Erde sinken. Atme tief ein. Und ausatmen, komm über vorne wieder in die Mitte. Bleib hier für einen Moment. Lass deinen Rücken wieder lang werden. Du kannst dir auch aus deinen Blöcken ein Türmchen bauen, sodass du deine Stirn darauf ablegen kannst. Atme tief in deinen Bauch hier ein und aus. Und dann bring deine Blöcke schon mal auf die Innenseite von deinem linken Bein. Atme aus und einatme. Dein linker Unterarm kommt auf die Blöcke und du drehst dich hier auf nach oben. Schaust unter deinem rechten Oberarm Richtung Decke. Drückst dich nochmal aus der linken Schulter raus, dass da Raum zwischen deinem linken Ohr und deiner linken Schulter ist. Und atmest hier. Füße weiterhin aktiv. Atme ein und ausatmen über die linke Seite, lässt du dich wieder nach vorne fließen. Nimmst dein Kissen, deine Blöcke, bringst sie in die Höhe, die für dich stimmig ist, löst die Spannung in deinen Füßen, lässt sie sich dorthin biegen, fallen, wo sie hin möchten und bringst deine Stirn wieder auf die Blöcke,
Vielleicht bist du auch hier oben und stützt dich mit den Händen ab. Egal wo du bist, wir bleiben hier ein paar Atemzüge und lass den Atem weiter tief in deinen Bauch fließen, wie zu Beginn. Jede Variante ist hier willkommen. Entspann die Muskulatur in deinen Beinen. Mit jedem Einatmen schick deinen Atem wieder tief in deinen unteren Bauch, in die Innenseiten deiner Beine. Noch 3 ganz tiefe, nährende Atemzüge hier. Füll deinen unteren Bauch, atme vollständig aus. Gern über den geöffneten Mund ausatmen mit einem Seufzen. Und dann bring deine Hände wieder in die Erde. Ganz langsam wander deine Hände zu deinem Sitz zurück. Richte dich auf. Greif einmal unter deine Kniekehlen. Bring erst ein Bein, einen Fuß wieder näher zu dir ran, dann den anderen. Und finde von hier in einen aufrechten, bequemen Sitz, in dem du für einige Zeit verweilen kannst. Vielleicht legst du dir auch noch eine erhöhte Erhöhung unter deine Hüften, unter deinen Sitz, eine zusammengefaltete Decke oder einen Block oder ein Kissen. Ruckel dich hier noch einmal zurecht. Lande wieder, lass deine Wirbelsäule lang werden, deine Schultern sinken. Und dann gehen wir von hier in eine Atemtechnik, in Nadi Shodhana. Nadis sind Energiekanäle im Yoga. Und Shodhana heißt so etwas wie polieren, wie reinigen, wie putzen, zum Glänzen, zum Scheinen bringen. Und Nadi Shodhana ist das Reinigen der Energiekanäle. Eine ausgleichende, ausbalancierende, die beiden Gehirnhälften wieder harmonisierende Atemtechnik, ein Pranayam, wo wir mit unserem Prana, unserer Lebenskraft, unserem Atem arbeiten. Und gleichzeitig kann es sich auch sehr beruhigend anfühlen. Wir atmen gleich durch die Nase ein und aus. Abwechselnd halten wir ein Nasenloch zu. Im Deutschen wird Nadi Shodhana häufig mit Wechselatmung übersetzt. Ist manchmal aber verwirrend mit Anulom Vilom. Anulom Vilom ist auch die Wechselatmung. Da gibt es ein anderes Video von mir zu. Ich verlinke das hier auch nochmal einmal oben. Bei Anulom Vilom atmen wir ein und aus, immer abwechselnd durch die Nasenlöcher. Bei Nadi Shodhana kommt zusätzlich ein Halten des Atems nach dem Ein- und nach dem Ausatmen dazu. Ich zähle uns durch. Du brauchst deine rechte Hand und es ist wichtig, dass es deine rechte Hand ist. Und du faltest entweder Zeigefinger und Mittelfinger zur Handinnenfläche ein oder Zeigefinger und Mittelfinger kommen auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Du brauchst deinen rechten Ringfinger und deinen rechten Daumen zum Zuhalten von den beiden Nasenlöchern. Der rechte Ringfinger aufs linke Nasenloch, der rechte Daumen kommt aufs rechte Nasenloch. Guck mal, wie deine Hand sich falten möchte oder nicht falten möchte und dass du Ringfinger und Daumen frei hast. Dass die linke Hand entspannt auf deinem Oberschenkel liegen. Du kannst gerne ein Mudra ergreifen, vielleicht Daumen und Zeigefinger zusammen. Und dann bring deine Hand schon mal in die Nähe deiner Nase oder ohne etwas zu verschließen. Wir starten bei Nadi Shodhana, dieser Form der Wechselatmung, dem Reinigen der Energiekanäle, immer mit dem linken Nasenloch und wir enden auch am Ende mit dem linken Nasenloch.
Atme hier nochmal ruhig und gleichmäßig durch beide Nasenlöcher ein. Ruhig und gleichmäßig durch beide Nasenlöcher aus. Dann bring deinen Daumen aufs rechte Nasenloch. Atme ein links. 2, 3, 4. Verschließ beide Nasenlöcher. Halte. 3, 4. Atme aus rechts. 2, 3, 4. Halte den Ausatmen. 3, 4. Atme ein rechts. 2, 3, 4. Halte den Einatmen. 2, 3, 4. Atme aus links. 2, 3, 4. Halte den Ausatmen. 2, 3, 4. Atme ein links. Halte. Atme aus rechts. Halte. Atme ein rechts. Halte. Aus links. Halte. Ein links. Halte. Aus rechts. Halte. Ein rechts. Halte. Aus links. Halte. Ein links. Halte. Aus rechts. Halte. Ein rechts. Halte. Aus links. Halte. Ein links. Halte. Aus rechts. Halte. Ein rechts. Halte. Aus links. Halte. Ein links. Halte. Aus rechts. Halte. Ein rechts. Halte. Aus links. Halte. Ein links. Halte. Aus rechts. Halte. Ein rechts. Halte. Und aus links. Lass deine rechte Hand in deinen Schoß sinken.
Schließ gern weiterhin die Augen, lass sie geschlossen oder den Blick weich auf die Erde gerichtet. Richte deine Wirbelsäule noch einmal sanft auf, atme ganz normal und gleichmäßig, wie dein Atem kommt und geht durch deine Nasenlöcher ein und aus. Spür noch einmal deine Verbindung zur Erde, den Kontakt deines Körpers mit der Unterlage. Lass dich mit jedem Ausatmen, der ganz natürlich kommt, noch ein bisschen schwerer hier hineinsinken. Mit jedem Ausatmen erlaube Muskulatur, die gerade noch festhält, zu schmelzen, weicher zu werden, dich mehr und mehr sinken zu lassen in eine kurze Meditation. Wir bleiben hier etwa 3-4 Minuten. Lass deine Wirbelsäule sich noch einmal lang und gerade nach oben schieben. Die Schultern, deinen Rücken weich herabgleiten. Sanft vom Gewicht deiner Ellenbogen gezogen. Dein Kinn parallel zur Erde, sodass dein Nacken lang bleiben kann. Scheitelkrone höchster Punkt. Erlaube noch einmal deinem Bauch sich weich und weit nach außen auszuwölben. Beckenboden gelöst, Richtung Erde hin entspannt. Das Raum zwischen deinen Lippen, deinen Zahnreihen entstehen, sodass sich auch deine Zunge in deinem unteren Gaumen weich ausrollen kann. Und auch der Punkt hinter deiner Stirn zwischen deinen Augenbrauen ist weich und gelöst. Und dann übergebe ich dich hier in die Stille für die nächsten 3 Minuten, bevor ich dich wieder mit einem Klang zurückhole.
Atme tief ein, lösend aus. Bring deine Aufmerksamkeit wieder mehr in den Raum, auf deine Matte, wo du hier bist, zurück von dem Punkt in deinem Inneren, wo du gerade warst. Spür nach, nimm wahr, was jetzt ganz lebendig, ganz präsent in deinem Körper ist. Vielleicht ist da auch ein Gedanke, eine Emotion. Spür, was du jetzt gerade fühlen kannst. Was sich bemerkbar macht, wenn du dir Zeit für dich genommen hast, bei dir warst, auch in die Stille gegangen bist. Atme noch einmal tief ein. Mit dem Ausatmen bring nochmal beide Hände auf deinen Herzraum oder vor deinem Herz zusammen in einer Geste der Dankbarkeit. Komm mit deinem Fokus hier noch einmal zu deiner Intention zurück. Schenk dieser noch ein paar Atemzüge, füll sie noch ein wenig mehr mit Leben, mit Energie, so dass du sie, wenn du magst, auch in deinen Alltag mitnehmen kannst. Sodass du auch in deinem Alltag immer wieder Momente findest, zu ihr zurückzukehren. Für einen Moment tief einzuatmen, lösend aus, dich über tiefen Atem wieder mit dir selber zu verbinden, wenn es vielleicht gerade hektisch um dich herum ist. Und zurück zu deinem Fokus zu kommen, zu deiner Intention, dieser Qualität, die du mir einladen möchtest, diesem Wunsch. Dann atme noch einmal tief, tief ein. Ganz lösend aus. Blinzel langsam wieder deine Augen auf, orientiere dich bei dir im Raum. Und dann danke ich dir von Herzen, dass du heute mit mir geübt hast. Ich freue mich riesig, wenn du auch nächsten Dienstag wieder dabei bist, live. Ansonsten gibt es die Aufzeichnung immer im Nachhinein auf meinem Kanal. Und wenn du keine weiteren Lives mit mir verpassen möchtest, keine weiteren Yoga-Klassen und Pure Mornings mit mir verpassen möchtest, dann abonniere hier gerne einmal meinen Kanal, dann bekommst du eine Benachrichtigung und ich freue mich, wenn du ein Like da lässt, wenn es dir gut getan hat und gefallen hat, diese Praxis heute. Und noch mehr freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt und mir mitteilst, was du gespürt hast, was für dich präsent war. Und das ist für mich immer super wertvoll und schafft auch in dieser Online-Welt, in dieser virtuellen Welt für mich so ein bisschen das Gefühl von Gemeinschaft, von Community. Ich danke dir, dass du dabei warst. Namaste. Hab einen wunderbaren Tag. Danke, danke, danke.